Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zum DJI Osmo Pocket 3 und zwar wieder so ein kleines Tipps- und Tricks-Video mit hilfreichen Einstellungen, welche ihr vielleicht noch nicht gekannt habt, beziehungsweise welche ich euch mitteilen will, welche sehr hilfreich sind, und deswegen starten wir doch einfach direkt mal den Gimbal und dann legen wir direkt mal los. Und zwar starten wir als erstes mit der Auflösung. Die ist nämlich standardmäßig auf 1080p eingestellt und die wollt ihr ja vielleicht ein bisschen höher eingestellt haben. Die Auflösung selbst wird euch ja direkt unten angezeigt, und wenn ihr da von unten nach oben swiped, dann kommt ihr da ins Auflösungsmenü und hier könnt ihr dann zwischen 1080p, 2,7K und 4K wählen. Ich wähle die 4K und die 30 FPS, weil ich damit einfach die beste Bildqualität habe und 30 FPS einfach für YouTube und so weiter sehr gut geeignet sind. Da könnt ihr natürlich eure eigenen Einstellungen wählen. Ich würde euch aber die 4K 30 bzw. 4K 60 empfehlen, wenn ihr ab und an mal auch eine kleine kurze Slow-Mo einbauen wollt. Das haben wir jetzt hier im Videomodus eingestellt. Ihr könnt es dann natürlich für jeden Modus selber festlegen, welche Auflösung und welche Bildrate ihr da haben wollt. Und das dürft ihr natürlich auch nicht vergessen. Nicht, dass ihr da mal einen ganz normalen Modus 4K 60 aufnehmt und dann vielleicht ein bisschen ins Dunkle geht und da dann auf einmal mit 1080p aufnehmt. Ihr solltet da einfach für euch beachten, dass ihr da die passende Auflösung und eben die Bildrate für euch passend auswählt. Was ihr dann vielleicht gleich festgestellt habt, in dem Menü geht die Framerate, also die Bildrate, nur bis 60. Wenn ihr hier jetzt eine Slow Motion machen wollt, die Kamera kann ja 120 Bilder bzw. 240 Bilder, dann müsst ihr den Modus umstellen. Das findet ihr dann unten links im Eck. Hier müsst ihr rüber swipen auf den Zeitlupenmodus. Und wenn dieser aktiviert ist, dann seht ihr unten schon die 4K 4X. Das heißt, ihr habt aktuell eine vierfache Zeitlupe, weil das Ganze dann nachher mit 30 Bildern wiedergegeben wird. Ihr habt hier dann bei 4K die Auswahlmöglichkeit 100 oder 120 FPS. Die Kamera kann ja 240, aber eben nur in 1080p. Ihr müsst dann oben also die Auflösung auf 1080p stellen und habt hier dann die Möglichkeit, bis zu 240 Frames auszuwählen. Da lassen sich dann also schon relativ coole Slow Motions erstellen. Die Kamera selbst bietet euch da noch viel mehr Modis. Ihr könnt zum Beispiel einen Hyperlapse, einen Motion Lapse oder einen Zeitraffer erstellen. Den findet ihr auch wieder im Modi-Menü. Ihr müsst hier ganz nach rechts rübergehen unter dem Punkt Zeitraffer. Ihr habt dann zuerst mal den Zeitraffer aktiviert. Wenn ihr dann wieder von unten nach oben swiped, habt ihr hier die Möglichkeit, dann Hyperlapse, Timelapse oder Motion Lapse auszuwählen. Und wenn ihr das Ganze dann noch anpassen wollt, müsst ihr nochmal von unten nach oben swipen, um in das Menü für Intervall oder Dauer zu kommen. Hier könnt ihr das dann also noch ein bisschen genauer konfigurieren. Ihr könnt dann oben rechts im Eck auch noch die Auflösung einstellen. Die könnt ihr nämlich nur hier im Menü dann oben rechts im Eck einstellen. Da habt ihr wieder die Auswahl zwischen 4K, 2,7K und 1080p. Und wenn ihr dann, so wie ich, das Creator-Combo gekauft habt oder euch ein DJI-Mic noch extra dazu gekauft habt, das DJI Mic 2, dann könnt ihr das Ganze auch so einstellen, dass das Mikrofon zeitgleich mit der Kamera aufnehmen soll. In der normalen Einstellung ist es nämlich so, ihr startet an der Kamera und das Mikrofon nimmt nicht automatisch auf. Ihr nehmt also nur die Tonspur in der Kamera vom Mikrofon auf, aber das Mikrofon selber nimmt nicht auf. Das könnt ihr natürlich auch wieder einstellen. Geht dazu wieder in die Einstellungen. Ihr müsst von oben nach unten swipen. Links unten im Menü findet ihr dann die Einstellung und ganz oben in diesem Menü dann den Punkt Funkmikrofon. Hier seht ihr TX1, das erste Mikrofon ist verbunden, und da könnt ihr jetzt nach unten scrollen und findet hier den Punkt Audio-Video-Sync. Es ist dann einfach so, wenn ihr die Aufnahme direkt an der Kamera startet, wird auch die Aufnahme im Mikrofon gestartet. Und das ist für den nächsten Punkt natürlich sehr interessant. Ihr habt nämlich mit dem DJI Mic 2 die Möglichkeit, 32-Bit Float aufzunehmen. Und hier habt ihr dann eben den Vorteil, dass ihr in das Mikrofon reden könnt und immer eine perfekte Aufnahme habt. Ihr müsst hier also kein Gain einstellen für die Aufnahme im Mikrofon. Ihr könnt da leise reden oder auch laut reden. Ihr könnt es nachher immer anpegeln, dass sich das Ganze gut anhört. Und das wollt ihr dann natürlich auch aktiviert haben. Das Ganze findet ihr auch wieder im Einstellungsmenü, im Mikrofonmenü. Wenn wir da ein bisschen nach unten scrollen, finden wir die 32-Bit Float-Aufnahme. Und die solltet ihr wirklich aktivieren, weil das ist ein sehr großer Vorteil von dem Mikrofon. Ihr habt hier dann auch gleichzeitig noch die Möglichkeit, den Hochpassfilter zu aktivieren oder zu deaktivieren. Ich habe den bei mir deaktiviert, weil ich meine
Filterung vom Audio dann nachher alles im Nachgang machen will und das Ganze nicht der Kamera überlassen will. Aber das könnt ihr dann natürlich für euch passend einstellen. Im selben Menü findet ihr dann ganz unten auch noch die Möglichkeit, den Sender zu formatieren. Die Mikrofone haben ja einen kleinen Speicher eingebaut, wo die ganzen Aufnahmen gespeichert werden. Den Punkt Sender formatieren habt ihr dann hier im Menü und da könnt ihr eben die Sender formatieren, damit ihr wieder genug Speicher zur Verfügung habt. Und dann bietet euch der Osmo Pocket noch eine weitere hilfreiche Option. Und zwar könnt ihr mit dem internen Mikrofon von der Kamera ein Backup erstellen. Das heißt, wenn ihr den Mikrofonsender benutzt und da sollte irgendwie was mit passieren, vielleicht geht der Akku leer oder sowas, dann habt ihr immer noch ein Backup in der Kamera. Das müsst ihr aber extra aktivieren. Geht dazu wieder ins Einstellungsmenü. Wenn ihr da ein bisschen weiter runter scrollt, findet ihr den Punkt Backup für das integrierte Mikrofonaudio. Und wenn ihr hier den Punkt Backup für das integrierte Mikrofonaudio aktiviert, dann nimmt die Kamera eben immer ein kleines Backup auf. Ihr habt dann nachher auf der Speicherkarte ein File für Video mit dem Audio vom Mikrofon und dann noch ein extra Audio-File, wo nur diese Backup-Aufnahme vom internen Mikrofon gespeichert wurde. So habt ihr also immer ein Backup und seid da auf der sicheren Seite, falls irgendwie was passieren sollte. Für eure Aufnahmen, welche ihr auf dem Osmo Pocket anschauen könnt, habt ihr dann auch die Möglichkeit, Audio zu aktivieren. Das ist standardmäßig deaktiviert. Ihr findet das Ganze dann in eurem Medienmenü, wenn ihr von links nach rechts swiped. Oben rechts in der Ecke habt ihr hier dieses kleine Symbol mit Audio. Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr dann den Regler laut und leise machen und eure Videos schon im Osmo Pocket selber überprüfen, ob Audio aufgenommen wurde. Ihr könnt es natürlich nicht so genau hören, also der Lautsprecher ist jetzt nicht so hochqualitativ, aber man hört zumindest, ob es was aufgenommen hat und ja, ob ihr das aufgenommen habt, was ihr denn wolltet. Und was ihr vielleicht nicht gewusst habt, ihr habt die Möglichkeit, die Aufnahme vom Osmo Pocket Video auch am Mikrofon zu starten. Das heißt, ihr könnt den irgendwo abstellen, könnt weggehen und dann erst die Aufnahme starten. Da müsst ihr also nicht immer zur Kamera laufen, um diese zu starten, sondern ihr müsst am Mikrofon selber auf der rechten Seite die obere Taste, das ist die Taste, wo ihr die Verbindung neu aufbauen könnt, nur einmal kurz drücken und dann seht ihr, die Kamera beginnt die Aufnahme. Ebenso könnt ihr die Aufnahme hier dann auch wieder stoppen. Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn ihr wirklich die Kamera irgendwo weiter aufstellen wollt, ein bisschen ins Bild laufen wollt, weiter weg und dann einfach übers Mikrofon die Aufnahme starten könnt. Für den Gimbal selbst gibt es dann auch noch ein paar Einstellungen. Ihr habt so die Möglichkeit, die Ausrichtung beim Start festzulegen, ob der nach vorne ausgerichtet werden soll, nach hinten oder in die letzte Position fahren soll. Das Ganze findet ihr wieder im Einstellungsmenü, swiped also von oben nach unten und geht links unten auf Einstellungen. Dort findet ihr dann den Punkt Startrichtung des Gimbals. Und hier könnt ihr dann festlegen, ob er nach vorne, nach hinten oder die letzte Einstellung verwenden soll. So habt ihr da also einfach die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel immer vloggen wollt, das Ganze auf hinten zu stellen oder eben die letzte Einstellung zu nutzen, weil dann geht er beim Anmachen immer direkt in den Selfie-Modus und ihr könnt direkt loslegen. Für den Selfie-Modus habe ich dann noch einen Tipp. Wenn ihr das Menü von oben nach unten öffnet, habt ihr oben rechts in der Ecke den Punkt FT-Selfie. Sobald ihr das einstellt, wird der Gimbal automatisch nach einem Gesicht suchen, wenn ihr in den Selfie-Modus wechselt. Das heißt, er aktiviert automatisch den Face-Tracking-Modus und wenn er ein Gesicht findet, wird er auch da gleich richtig drauf fokussieren und das Ganze verfolgen. Das ist einfach hilfreich, wenn es schnell gehen muss. Wenn ihr also den Gimbal in der Tasche habt, rausnehmt, im Selfie-Modus startet und direkt das Face-Tracking habt, könnt ihr direkt mit dem Vloggen loslegen. Ihr könnt in dem Modus dann auch ganz einfach das Tracking beenden, indem ihr auf den Joystick einmal drückt, da beendet er das Tracking und wenn ihr doppelt drückt, dann richtet er sich ja neu aus und beginnt in dem Moment auch wieder nach einem Gesicht zu suchen und wenn er eins gefunden hat, wird er das auch wieder tracken. Für den Selfie-Modus an sich gibt es dann auch noch eine hilfreiche Einstellung und zwar die Spiegelung. Standardmäßig sollte die eigentlich aus sein, sodass ihr im Selfie-Modus eben das Bild so habt, wie wenn ihr vor euch stehen würdet. Wenn ihr die Spiegelung aktiviert, dann wird alles spiegelverkehrt. Euer Video ist nachher also auch spiegelverkehrt und das wollt ihr ja vielleicht nicht. Vielleicht ist es bei euch jetzt auch so eingestellt, wie ihr das Ganze aktivieren und deaktivieren könnt, zeige ich euch jetzt. Geht dazu wieder in die Einstellung, ein bisschen weiter unten den Punkt Selfie Flip. Wenn ihr den aktiviert, dann wird im Selfie-Modus das Bild eben gespiegelt. Wenn ihr den deaktiviert, dann ist das Bild einfach so, wie es sein sollte. Und dann kann der Gimbal natürlich auch verschiedene Stabilisierungsmodi ausführen. Da kommt ihr hin, wenn ihr wieder von oben nach unten swiped. Ganz rechts unten im Menü findet ihr da den
Punkt Gimbal Modi. Und hier könnt ihr dann umstellen zwischen Folgen oder Neigen gesperrt oder FPV. Hier könnt ihr also den passenden Modus aussuchen, ob der Gimbal wirklich, wenn ihr nach oben geht, auch nach oben schwenken soll oder ob das ganze Neigen gesperrt sein soll. Dann wird er immer das Bild gerade halten, oder im FPV-Modus macht er wirklich jede Bewegung nach und kippt da natürlich auch das Bild. Stellt das Ganze natürlich immer ein bisschen stabilisierter dar. Also da lassen sich coole Aufnahmen mitmachen. Wie gesagt, ihr könnt da passend für euch auswählen, was ihr nutzen wollt. Und im Hauptmenü habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, die Geschwindigkeit vom Gimbal einzustellen. Wenn ihr da von oben nach unten swipet, seht ihr da dieses kleine Männchen. Und wenn ihr hier drauf drückt, dann könnt ihr hier die Drehgeschwindigkeit vom Gimbal festlegen. Die ist standardmäßig natürlich auf Standard. Ihr könnt das Ganze auch auf schnell stellen oder eben auf langsam. Und mein Tipp wäre da, wenn ihr schöne gleichmäßige Aufnahmen haben wollt, dann stellt das Ganze auf langsam, weil dann ist es einfach alles ein bisschen smoother und gibt schöne cinematische Aufnahmen. Wenn ihr dann natürlich Sport aufnehmen wollt oder so, dann solltet ihr das Ganze natürlich auf schnell stellen, weil sonst kommt der Gimbal eventuell nicht hinterher. Und dann habt ihr ja auch die Möglichkeit, den Gimbal über den Joystick zu steuern, und auch diese Geschwindigkeit könnt ihr einstellen. Geht dafür ins Menü, also wieder von oben nach unten swipen. Im Einstellungsmenü findet ihr da weiter unten den Punkt Steuerknüppeltempo. Und hier könnt ihr jetzt die Geschwindigkeit für den Zoom, welchen ich euch gleich noch zeige, einstellen und eben auch die Gimbal-Geschwindigkeit, wenn der mit dem Joystick gesteuert wird. Da könnt ihr das Ganze also passend für euch konfigurieren. Und wie gerade schon gesagt, ihr könnt ja zoomen. Das heißt, wenn ihr rechts im Bild auf dieses 1x drückt, dann könnt ihr da nach vorne swipen oder nach hinten und so einen leichten digitalen Zoom aktivieren. Ihr könnt das Ganze aber auch umstellen, dass ihr an dieser Seite über diesen Schiebe-Touch-Schalter, den es da gibt, nicht die Zoom-Stufe verstellt, sondern eben den Gimbal nach oben oder unten neigen könnt. Geht dazu wieder ins Einstellungsmenü. Hier findet ihr dann weiter unten den Schieberegler Steuerungspunkt. Und hier könnt ihr das Ganze von Zoom auf Gimbal ändern. Jetzt ist es natürlich so, ich lasse das Ganze auf Zoom. Ich werde den Digital-Zoom nicht verwenden, weil es eben immer eine Verschlechterung von der Bildqualität ist. Aber ich werde den Gimbal auch immer über den Joystick steuern. Also benötige ich die Funktion eigentlich gar nicht. Sie lässt sich aber nicht deaktivieren. Deswegen, wenn ihr es benutzen wollt, habt ihr hier eben die Möglichkeit, das Ganze zu ändern. Und jetzt gehe ich mal kurz an die Kamera, weil es wird schon ganz schön dunkel hier. So, jetzt sollte das Bild wieder ein bisschen heller sein. Hier geht jetzt gleich die Sonne unter, deswegen muss ich mich ein bisschen beeilen. Machen wir weiter. Ihr habt im Menü unter Einstellungen auch noch die Möglichkeit, das Verhalten vom Gimbal zu konfigurieren, was passieren soll, wenn ihr dieses Display hier in die Normalstellung, also in die Standby-Stellung dreht. Der schaltet sich dann nämlich normalerweise aus. Standardmäßig, glaube ich, nach den 2 Sekunden. Ihr könnt das Ganze aber auch so einstellen, dass es sich gar nicht ausschalten soll oder dass es sich eben direkt ausschalten soll. Das Ganze könnt ihr unter dem Punkt also konfigurieren. Ich habe das Ganze bei mir auf 2 Sekunden stehen, einfach weil ich dann noch die Möglichkeit habe, das Ganze im Horizontalmodus zu benutzen. Das heißt, ihr kippt das Display und drückt hier auf Weiter. Ihr könnt den Gimbal also dann im horizontalen Modus nutzen. Ihr müsst da einfach nur beachten, ihr habt da eine maximale Auflösung von 3K. Da könnt ihr also nur 3K60 als maximale Auflösung auswählen. Und weil es hier gerade so schön dunkel wird, kommen wir noch zum nächsten Punkt. Und zwar könnt ihr im Menü, wenn ihr von oben nach unten swipet, noch die Bildschirmhelligkeit einstellen. Wenn ihr da auf das Helligkeitssymbol geht, habt ihr hier die Möglichkeit, die Helligkeit vom Bildschirm zwischen 0 und 100% einzustellen. Das hat den Vorteil, ihr könnt damit auch einfach ein bisschen Strom sparen. Wenn ihr jetzt, knapp an der Batteriegrenze seid, dann habt ihr da einfach die Möglichkeit, die Helligkeit noch ein bisschen runterzustellen und vielleicht noch ein paar Minuten mehr rauszuholen. Ich habe das Ganze nicht getestet, aber das Display sollte schon ein bisschen Strom brauchen. Ihr könnt es aber auch einfach passend regeln, wenn ihr jetzt in dunklen Räumen unterwegs seid und euch das Bild schon fast blendet. Ihr habt da also die Möglichkeit, die Helligkeit einfach passend einzustellen. Und dann habt ihr es vielleicht jetzt schon bei mir hier gesehen, und zwar habe ich die Gitternetzlinien aktiviert. Die sind hilfreich, wenn ihr euch so ein bisschen an die Drittelregel halten wollt, und die könnt ihr natürlich auch wieder unter Einstellungen aktivieren. Wenn ihr da nach unten scrollt, findet ihr den Punkt Hilfslinien. Ihr habt da dann die Möglichkeit, Rasterlinien zu aktivieren oder sogar 2,35:1 Hilfslinien, falls ihr die brauchen könnt. Und dann bietet euch der Gimbal noch so einen Produkt-Showcase-Modus. Das heißt, wenn ihr irgendwie was in der Kamera zeigen wollt, ein Produkt, und ihr hebt es in die Kamera, dann dürfte der normalerweise immer nur weiter auf euer Gesicht fokussieren. Damit er auf das Produkt umschaltet,
schaltet, müsst ihr den Produkt Showcase Modus aktivieren. Ihr findet das Ganze wieder, wenn ihr von rechts nach links swiped. Ihr müsst, falls ihr noch nicht drin seid, in den Pro-Modus wechseln und da nach unten gehen auf den Fokus-Modus. Und hier habt ihr dann die Möglichkeit, den Fokus von Einzel- oder kontinuierlich auf Produktvorführmodus zu stellen. Und da ist es dann wirklich so, dass die Kamera immer auf das, was ihr in die Kamera haltet, fokussiert. Das ist natürlich echt von Vorteil, wenn ihr da immer ein bisschen was zeigen wollt. Ich muss mal nochmal die Helligkeit anpassen. So, ich bin zurück. Jetzt dürfte das Bild wieder ein bisschen heller sein. Ich hoffe, das ist nicht überbelichtet, aber weiter geht's. Wenn euch der Gimbal ja in der Lautstärke auch so ein bisschen nervt, so wie mich, dann habt ihr auch hier die Möglichkeit, in den Einstellungen die Lautstärke vom Gimbal einzustellen. Der macht ja immer wieder ein paar so, ja, Töne, die man vielleicht nicht unbedingt hören will. Swipe da wieder von oben nach unten. Im Einstellungsmenü findet ihr dann den Punkt Lautstärke. Und hier habt ihr dann die Möglichkeit, die Lautstärke von laut, mittel, leise auch auf stumm zu schalten. Und dann macht der Gimbal wirklich keine Töne mehr. Das ist natürlich von Vorteil, wenn man irgendwo ist, wo man wirklich ja, nicht gehört werden will oder eben leise sein möchte, um niemand zu stören. Da könnt ihr das Ganze dann also auf stumm schalten und so ist einfach alles leise. Und dann habe ich noch ein paar Tipps für die Videoaufnahme für euch. Also als erstes wäre mal mein Tipp, das Ganze im D-Log-M Farbprofil aufzunehmen. Ihr habt da einfach die höchste Dynamik im Bild. Ja, das Bild wird flacher aufgenommen und ihr müsst es nachbearbeiten, aber es lohnt sich wirklich. Ihr habt da einfach eine größere Dynamik im Bild und könnt somit das Beste aus der Kamera rausholen. Das Farbprofil aktiviert ihr, wenn ihr von rechts nach links swiped, den Pro-Modus aktiviert und hier dann unter dem Punkt Farbe D-Log-M auswählt. Und dann habe ich auch festgestellt, dass die Kamera ab und zu überbelichtet, also dass ihr im Himmel schon leicht ausgebrannte Wolken oder sowas habt. Deswegen solltet ihr die Belichtung nach meiner Meinung auf minus 0,3 stellen. Dann wird das Ganze ein bisschen angeglichen und ihr habt eigentlich keine ausgebrannten hellen Flecken mehr im Bild. Das Ganze könnt ihr auch hier im Pro-Modus machen. Unter Belichtung wählt ihr auf der linken Seite dann einfach minus 0,3 EV. Das zieht die Belichtung ein bisschen runter und wie gesagt, das sollte dann alles passen. Meiner Erfahrung nach. Es kann sein, dass ihr vielleicht da wieder andere Erfahrungen macht, aber das wäre mal mein Tipp für euch. Was ich euch auch noch empfehlen würde, ist, den Weißabgleich festzulegen. Weil ihr wollt es ja vielleicht nicht unbedingt, dass eure Videos während der Aufnahme den Weißabgleich verändern und somit sich die Farbwiedergabe ändert. Deswegen setzt hier einfach einen Wert fest. Ich habe bei mir die 5600 Kelvin eingestellt. Damit komme ich eigentlich immer gut über die Runden und es ist einfach so, dass ihr dann da keine Farbschwankungen im Video habt. Zu den Videoeinstellungen werde ich aber vielleicht noch mal ein extra Video machen, wie ihr die perfekten Einstellungen findet, um da die schönen Aufnahmen erstellen zu können. Ihr habt dann auch noch die Möglichkeit, in dem Pro-Modus ganz unten Bildanpassungen vorzunehmen. Hier könnt ihr nämlich dann noch die Schärfe und die Rauschunterdrückung einstellen. Das heißt, ihr könnt die Schärfe noch ein bisschen runtersetzen. Manchmal ist das Bild ein bisschen überschärft. Wenn ihr da die Schärfe ein bisschen rausnehmt, dann wirkt es einfach so ein bisschen natürlicher beziehungsweise einfach so ein bisschen mehr cinematischer. Und die Rauschunterdrückung könnt ihr dann noch einstellen. Wenn ihr die rausnehmt, dann müsst ihr einfach schauen, dass euer Bild nicht zu arg verrauscht wird und müsst es vielleicht in der Bearbeitung nachher entrauschen. Da müsst ihr also vorsichtig sein. Als Beispiel, ich habe bei mir die Schärfe auf -2 und die Rauschunterdrückung lasse ich auf 0, weil damit bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und dann habe ich noch einen kurzen Tipp fürs Fotoformat und zwar, wenn ihr in den Fotomodus wechselt, dann könnt ihr auch hier in dem Menü von rechts nach links swipen und das Format von JPEG auf JPEG und RAW stellen. Mit RAW habt ihr einfach die Möglichkeit, da das Bild noch ein bisschen besser nachzubearbeiten. Wenn ihr da also die größte Qualität rausholen wollt, dann nehmt im RAW auf und tut es nachher noch anpassen. Und dann war es das jetzt auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war ein bisschen hilfreich. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche es dann zu beantworten und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Lasst mir ein Like da und abonniert den Kanal. Bis dann.